Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier auf meinem Kanal. In letzter Zeit, ich weiß, es gab viele neue Serien, aber das lag irgendwie daran, dass die alle gleichzeitig ausgelaufen sind. Und wir fangen jetzt heute tatsächlich nochmal mit einer neuen Serie an, wie ihr sehen könnt. Und zwar geht es dieses Mal um das Programmieren lernen in der Theorie. Jetzt nicht gleich abschalten. Theorie ist in diesem Fall nichts Schlimmes. Das bedeutet einfach, wir wollen verstehen, was da so genau passiert und wir wollen Ähnlichkeiten zwischen Programmiersprachen erkennen. Und dadurch sollt ihr in der Lage sein, eine neue Programmiersprache zu lernen in, keine Ahnung, 5 Minuten oder sowas. Das soll echt easy sein für euch danach, nach dieser Serie, wenn ihr hier alles verstanden habt. Und ja, so werde ich das Ganze auch aufziehen. Klar, das ist dann sozusagen perfekt für euch alle, aber auch für Anfänger, also euch Profis sozusagen und auch für Anfänger, denn ja, wir werden hier tatsächlich alles von vorne machen, das heißt, ihr braucht hier absolut keine Vorkenntnisse. Ihr könnt einfach quasi von vorne anfangen und dadurch hier dann alles lernen, was man zum Programmieren braucht. Wir werden allerdings hier ziemlich in die Tiefe gehen. Wem das zu kompliziert ist, einfach, also was da im Hintergrund passiert, keine Ahnung, wie viele Bits oder so, was ein Integer hat oder so, keine Ahnung, dann einfach den Teil überspringen und dann einfach weitermachen. Ihr werdet nicht alles brauchen, was wir hier machen, also tatsächlich, wenn ihr dann in die einzelnen Programmiersprachen reintaucht, aber vieles macht euch erstens mal das Leben leichter und ja, ihr lernt natürlich auch immer wieder neue Features kennen von unterschiedlichen Programmiersprachen. Das heißt, manche Programmiersprachen haben andere Features wie andere Programmiersprachen. Also zum Beispiel Haskell und Java sind eigentlich relativ unterschiedlich, wenn man sich jetzt die beiden so anguckt. Aber doch, es gibt ein paar Gleichheiten sozusagen. Und ja, ich weiß, viele meiner Abonnenten sagen immer wieder von vorne, ist ein bisschen doof. Also, dass ich jedes Mal, wenn ich eine neue Programmiersprache beibringe euch, dass wir da immer wieder von vorne anfangen, also sprich mit Zahlen anfangen und so weiter und so fort. Ist ein bisschen langweilig für die, klar, kann ich verstehen. Und dazu gibt es jetzt auch diese Serie, aber wir werden trotzdem immer von vorne anfangen, da wir davon ausgehen müssen, dass auch viele Anfänger damit anfangen wollen mit einer neuen Sprache. Aber ja, wir werden Crashkurse haben, also so wie wir es auch schon bei C hatten, da gab es ja auch Crashkurse und da könnt ihr dann auch gerne mal vorbeigucken. Gut, ja, wie gesagt, also wir werden hier tatsächlich alles machen, von den Grundlagen bis hin zu irgendwelchen objektorientierten Konzepten oder Generics und so weiter und so fort. Aber ich weiß, viele Sprachen sind sehr unterschiedlich im Backend, aber doch sehr ähnlich, wenn man sich so vorne anguckt, wie so eine Sprache aussieht. So, jetzt fangen wir einfach mal direkt an. Es gibt einen Unterschied und den möchte ich euch gleich als allererstes in der Einleitung direkt zeigen, und zwar zwischen Syntax und Semantik. Syntax und Semantik. Was wir hier für ein Programm benutzen, ist übrigens völlig egal. Ich benutze es nur, damit ich euch die Sachen ein bisschen zeigen kann. Wir haben es auch schon für C++ benutzt und für C auch. Das ist Atom, aber der Editor ist ziemlich cool, aber wir werden ihn, also ihr werdet ihn dann nicht brauchen. Ihr könnt dann, je nachdem, was ihr für eine Sprache programmieren wollt, könnt ihr auf die jeweilige IDE dann wechseln. Was eine IDE ist, kommt auch noch irgendwann. Nicht so wichtig alles. Okay. So, da drin unterscheiden sich die Programmiersprachen eigentlich hauptsächlich also zwischen Syntax und Semantik, aber der Hintergrund, also wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich immer sehr, sehr ähnlich. Okay, also Syntax bedeutet, wie sieht eine Sprache aus? Zum Beispiel kann ich schreiben, keine Ahnung, was das jetzt auch immer bedeuten mag, das müsst ihr nicht verstehen, int a gleich 5 Semikolon. So mag das in der einen Sprache aussehen, in der anderen Sprache schreiben wir nur a gleich 5. Und in der nächsten müssen wir hier tatsächlich noch Leerzeichen reinpacken oder sowas. Also das gibt es tatsächlich alles. Die sehen sich einfach komplett unterschiedlich, bedeuten aber manchmal dasselbe. Und das ist dann das, was ihr wirklich für jede Sprache nochmal neu lernen müsst. Wie sieht das dann tatsächlich aus? Aber was bedeutet das? Also ist dieses a hier unten ein Integer? Ja, ist es, weil das werden wir alles noch lernen, was da genau passiert. Und hier oben schreiben wir es ja explizit dahin noch. Was da jetzt dann passiert im Hintergrund, das werden wir hier lernen. Wie das dann in der jeweiligen Sprache aussieht, das müsst ihr nochmal neu lernen. Aber das geht, wie gesagt, in ein paar Minuten, dann habt ihr das schon drauf. Okay, was werden wir hier für eine Syntax benutzen? Ich werde es anpassen, je nachdem, um was es hier geht. Also wenn wir direkt um Integer reden werden, dann werde ich das int meistens vorne dran schreiben. Semikolon ist immer so eine Sache. Manchmal ist es da, manchmal nicht, kommt auf die Sprache drauf an. Aber ja, wenn man das Semikolon weglässt, dann kauft man sich ein paar andere Dinge ein, wie zum Beispiel, dass man einrücken muss, aber das werden wir alles noch uns angucken. Okay, so, was ist jetzt Semantik? Semantik habe ich da jetzt schon so ein bisschen reingepackt. Syntax ist, wie sieht das Ganze hier aus? Semantik bedeutet, was heißt das tatsächlich für die Sprache? Und das ist eben der Teil, der sehr, sehr häufig auch sehr ähnlich ist. Das heißt, dieses a gleich 5 hier hat dieselbe Bedeutung wie dieses int a gleich 5 Semikolon. Und das ist die Bedeutung, also die Semantik davon.
Also Syntax ist Form, Semantik ist die Bedeutung. Gibt es auch im Deutschen, wenn ihr zum Beispiel sagt, Syntax wäre genauso wie schreibe ich einen Satz. Also zum Beispiel meine Grammatik. Ich liebe Programmieren. So, und da haben wir schon den ersten Fehler drin. Programmieren schreibt man in diesem Fall groß, weil es sich um einen Nomen handelt. Ich liebe Programmieren. Ist ein ganz normaler Satz. Und der Satzanfang sollte auch groß sein, wenn wir es hier schon von Syntax haben. Okay, das ist ein syntaktisch korrekter Satz. Ob die Semantik korrekt ist, das kann nur ich von mir behaupten. Also ich programmiere ganz gerne, deswegen kann man das so stehen lassen. Aber ob die Semantik für euch auch stimmt, das müsst ihr für euch selber sozusagen entscheiden. Aber die Syntax ist für alle in etwa gleich. So. Jetzt kann man hier Sachen kaputt machen, wie du, liebe Programmieren, programmier. So, das wäre ein syntaktisch absolut furchtbarer Satz, also er ist grammatikalisch absolut komisch und deswegen, ja, kann die Programmiersprache oder der Compiler dann am Ende auch nicht entscheiden, was da jetzt passiert und was da passieren soll überhaupt. Deswegen erkennt dann auch die Semantik hinten dran nicht. So, das soll es für eine Einleitung gewesen sein. Nächstes Mal geht es dann los mit den einzelnen Typen und den Variablen und so weiter. Und wie gesagt, wenn es euch teilweise ein bisschen zu viel wird, ihr braucht nicht alles, aber schaut euch am besten so viel an, wie ihr könnt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.